der Pflanze heraus vermehren. Ein paar Handgriffe mehr und wir könnten es in ein Bakterium einpflanzen und aus einer harmlosen Mikrobe einen giftigen, gefährlichen Bacillus machen. In Deutschland ist das gentechnische Verändern von Bakterien außerhalb von genehmigten Laboren aber verboten. Wir tun es also nicht. Aber wenn wir es können, können es auch Bioterroristen. Müssen wir uns also Sorgen machen? Wir wollen Joe Davis fragen, gewissermaßen der Urvater aller Biohacker. Obwohl Künstler arbeitet Davis in einem der renommierten Gentechniklabors am MIT und denkt über synthetisches Leben nach. Wenn er nicht gerade in Deutschland Fossilien sucht, den Zeugnissen der uralten ersten Lebensformen auf der Erde. I'm surprised sometimes when people will come up and go, Joe, don't you realize that somebody's going to make a weapon out of that? You know, and I'm going, wait a minute. This is like going to alleviate human suffering. This is going to make the world a better place. And I'm going to give it to them and they're going to make a weapon. Ultimately, you have to have a kind of faith in human nature that there are more people who want to save the world than who want to destroy the world. You know what I mean? There's got to be, we have to hold on to that. I'm pretty confident that out of this movement there will be real contributions, scientific contributions. While we're at it, we can't forget to make contributions to the culture, too. We want to transform the culture. We want the culture to be able to sustain Renaissance. It's our best and brightest hope. Wow. Joe Davis zeigt uns, was uns gefehlt hat. Die Hoffnung, dass wir ein klitzekleines Stück dazu beitragen können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir stehen erst am Anfang. Andere sind dabei schon ein ganzes Stück weiter. Und um einige von diesen Visionären zu treffen, machen wir uns nochmal auf in die USA. In Silicon Valley, südlich von San Francisco, wo die Computerhacker ihre ersten Firmen gründeten und wo jetzt auch die ersten Labors der Biohacker entstehen. In Palo Alto, nur ein paar hundert Meter von Google, Apple und Hewlett-Packard entfernt, treffen sich diejenigen, die aus dem Silicon Valley ein Biohacker Valley machen wollen. Das Geld für das Labor, über $35.000, haben die junge Investmentbankerin Ari Gentry und ihre Mitstreiter übers Internet gesammelt. You've seen this front area and our parking. So follow me to the larger lab area. This is more of a continuation of this space back here, which will be used for lab. And we're already outfitting it with some of the shells of lab benches, equipment, and consumables against the wall. Hier ist wirklich alles do-it-yourself. Building a lab is one thing, and we have a core group of volunteers in our board who are helping, maybe about 10 to 12 at this moment. The Bio-Curious Meetup group is the largest DIY bio group in the country that is just over 500 people. The DIY bio movement has more than 2,000 people on the mailing list. I'm not sure of the exact number, but what I've seen over the past couple of years, it just keeps growing. Die wachsende Biohacker-Szene will vor allen Dingen unabhängig sein von teuren Geräten und Chemikalien. And so we're trying to use off-the-shelf reagents to allow us to come up with a way to get E. coli to accept new plasmid DNA to be introduced without having to get all of our reagents from the chemical supply store. Tito Jankowski bietet einen weiteren Baustein zu mehr Unabhängigkeit. Er hat eine PCR-Maschine zum Selberbauen entwickelt.
We designed it to be easy to build. We also designed it to be easy to get inside. See, that's an Arduino Uno under there. And then on top of it, we have our own custom board. Perhaps I buy such a thing. Certainly. So the shipment costs are extra, or? Yeah, shipment costs are extra. Okay. Tito hat aus seiner Garagenidee ein Business gemacht. Und wer weiß, vielleicht wird aus Tito irgendwann der Steve Jobs der Biohacker. Als die Computerhacker hier im Valley vor 40 Jahren anfingen, ihre Programme zu schreiben, konnte auch niemand vorhersehen, welche Bedeutung Internet und Computer eines Tages für unser Leben haben und wie viel Geld ein paar verschrobene Nerds mit den merkwürdigen Maschinen verdienen würden. Neue Techniken nicht vorschnell zu begrenzen, sondern auszuprobieren. Auch das hat zum Wohlstand im Land der unbegrenzten Möglichkeiten beigetragen. Wir sind bei LS9 verabredet. Eine Firma, die mit einer einfachen Idee in einer Garage angefangen und jetzt Millionen für ihre Arbeit zur Verfügung hat. Yes, so this is, Oh yeah. that is the smell of E. coli. And if it was yeast, it would smell more like beer and bread. Unfortunately, we know where E. coli comes from. So. Stephen Dalcadire ist synthetischer Biologe und er hat es geschafft, E. coli-Bakterien so zu programmieren, dass sie in der Lage sind, Biodiesel zu produzieren. Parts per thousand. What's unique is really down the hall where we have our automation, where we've taken what most people would do in a molecular biology lab one at a time, and we've taught robots how to do much of this work. Isn't that cool? Fantastic, really. We've taken just one gene in that whole E. coli genome that we're working with, and we've now introduced a lot of mutations in them. And we're now screening all these different thousands of permutations of that one gene to find one that's better. How expensive is such a machine? This is about $400,000. $400,000. Viel Geld für nur eine Maschine. Yeah. Doch ohne Hightech ist auf diesem Niveau ein Puzzlespiel mit den Genbausteinen nicht zu schaffen. This is the next stage. This is a pilot plant. This is about 1,000 liters. We simply start with renewable, cost-effective feedstocks, like sugarcane syrup, which lives over here. This is then pumped into this fermenter, and this is where our microbes are. So all the microbes we just showed you that we've built, we have one genetically modified organism in here that grows, and we'll feed that sugar in, and as it fills up over time, it's converting that sugar to diesel. And finally, when we stop, at the end of the fermentation, we can let it sit, and that secreted oil, like oil and water, it separates. So the oil will float to the top. Inzwischen produzieren die synthetischen Darmbakterien so viel Biodiesel, dass der Treibstoff im großen Stil in Lastwagen und Busflotten in Brasilien getestet wird. Aber noch ist es fraglich, ob Bakteriendiesel jemals preislich mit dem Treibstoff aus Erdöl konkurrieren kann. That's what comes out. Smell it. Okay. Right? That doesn't smell like... It's very clean. Big ideas can start anywhere. In the case of LS9, once I was involved, we'd been working in offices and venture capital groups, and then we started working, initially for a few months really out of my house, but then we're able to move into a small lab. You can certainly start in a garage, but it does take money. It's not cheap. It's not inexpensive. You need the equipment, you need the materials, and you need the people. It is a lot of work, and where it can start there, if you want to get to where we are now, it takes some investment. Continued 4.9 miles. Auf der anderen Seite der San Francisco Bay sind wir mit Jay Kiesling von den Lawrence Berkeley Laboratories verabredet, dem Popstar der synthetischen Biologie. Sein Team hat es geschafft, ein Malaria-Medikament, das sonst aufwendig und teuer aus einer Pflanze gewonnen wird, von Bakterien produzieren zu lassen. Well, pharmaceutical companies called me up and said, well, if you could go to the next step,
we might be able to use this. And I said, well, we're going to need money for that. And they said, we can't pay for this because we don't make any money from the drug, and our boards will never agree to pay for this research. So we went to the Gates Foundation. The Gates Foundation gave us $42 million to complete the project, and this was to make, not just to do the science, but also to engineer a microbe that would be scalable, that would produce high titers of the product. So we did that. We started a company called Amyris, which is actually right downstairs, where they did the optimization of the microbe that we originally built in my lab, and they worked out all the scale-up conditions, all those really tough problems in taking a microbe from the lab to a company. Bei Amyris führt uns Forschungschef Jack Newman durch Räume voller Bakterienkulturen, die das kostbare Malaria-Medikament Artemisinin ausschwitzen. When it looked like the technology was going to be successful, we asked ourselves, what's the highest impact project you can imagine to demonstrate the utility of this technology, both in terms of how powerful it is and in terms of how it can benefit the world. And right now somewhere between 1 and 5 million children die every year of malaria, and there's a cure. It's just access to that cure. And I could not think of a more impactful, we could not think of a more impactful application of this technology than to apply it to a nonprofit project to make anti-malarials. So we said, hey, let's do that first. If we're successful there, well, it would be more than my mom ever thought I would do. but if we're successful there, then we can apply the technology somewhere else. Und was machen wir? Wir werden wohl nicht gleich die Welt retten. Dazu fehlt uns Erfahrung und ein paar Millionen. Zurück in Berlin setzen wir unsere erlernten Biohacker-Techniken ein, um etwas über die eigenen Gene herauszubekommen. Bei vielen Marathonläufern ist ein Gen namens ACTN3-Defekt, haben australische Forscher entdeckt. Vielleicht liegt darin die Erklärung, dass ich beim Joggen immer länger durchhalte als Sascha, obwohl er mich ständig im Sprint schlägt. Und genau dieses Gen suchen wir uns nun aus dem Erbgut unserer Blutzellen heraus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Weg zum echten Biohacker so selbstzerfleischend sein würde. Wir untersuchen unsere eigenen Gene. Doch dürfen wir das überhaupt? Per Gesetz ist in Deutschland geregelt, dass die Gene eines Bundesbürgers nur mit dessen Zustimmung und nur von Ärzten und Speziallabors untersucht werden dürfen. Dass man das allein zu Hause machen kann, daran hatte kein Politiker gedacht. Und solange jeder nur seine eigene DNA und nicht die des Nachbarn untersucht, ist das auch völlig legal. Der Vorteil, wenn man es wie wir selber macht? Nur ich selbst weiß das Ergebnis und kann selbst entscheiden, was ich damit mache und mit wem ich die Information teile. In Amerika arbeiten sie übrigens an einer Art Genetik-Facebook, in dem jeder das Wissen über seine genetische Beschaffenheit mit anderen Leuten teilen und vernetzen kann. Und wie sehen jetzt unsere Läufergene aus? Ja, klar. Hier. Und das ist genau das, was wir erwartet haben. Also, ich bin der Sprintertyp und du bist der Langläufer. Und der Witz ist halt, bei richtigen Sportlern oder so ist es halt auch so. Also es gibt halt Sprinter, haben eher diese beiden Muskelfasertypen, während halt Langstreckenläufer diese eine Mutation haben. Das ist halt einfach häufiger, so ist es, ja. Und bei uns ist es auch so. Bloß sind wir keine Athleten geworden, leider. Wir haben unser Erbgut untersucht. Wir haben Nachbars Hund per genetischem Fingerabdruck entlarvt. Wir haben potenziell gefährliche Gene besorgt. Ein erster Anfang. Doch Gene neu kombinieren und dann zum Beispiel in Bakterien einbauen, um neue Lebewesen zu erschaffen, wie es die synthetischen Biologen machen, dürfen wir in Deutschland nicht außerhalb professioneller Labore. Gut so, werden einige denken, angesichts berechtigter Sicherheitsbedenken. Doch beschneidet man dadurch nicht die junge Bewegung